Hallo zusammen und willkommen zum nächsten Video. Ja, jetzt bin ich hier im Windpark Freisen-Eitzweiler, schon im Saarland. Und hier hat ein Repowering stattgefunden. 2 Altanlagen wurden abgebaut, 2 Südwind S70. Und durch eine neue Vestas V136 mit 166 Meter Nabenhöhe ersetzt. Richtig fett dieses Teil. Ja, das Repowering habe ich leider verpasst. Hatten die Altanlagen schon abgebaut, als ich mal hier war. Habe deshalb auch kein Video gemacht. Aber hier, wo die V136 steht, stand jedenfalls eine Anlage mit 85 Metern. Und hier weiter unten, da sieht man es, da stand die zweite S70 mit 65 Metern. Ja, beide jetzt verschwunden. Und ja, die neue Vestas steht auch schon seit Ende letzten Jahres. Aber ich habe es leider noch nicht hierher geschafft, um mir die Anlage anzuschauen. Richtig geil mit dem Riesenturm. Die hat jetzt 3,45 MW. Gibt es ja noch mit 3,6 und 4,2. Die hat jetzt 3,45. Ja, und nebendran steht noch eine Nordex S77. Die wurde nicht repowert, ist aber ein Repowering geplant. Die soll durch eine Enercon E138 ersetzt werden. Ist in Planung, genehmigt ist es meines Wissens nach noch nicht. Aber sollte dann auch bald kommen. Schon echt krass, wenn man sich die 2 Anlagen mal im Vergleich anschaut. V136 mit 166 Meter und die S77 mit 85 Meter. Schon echt Wahnsinn. Richtig krass. Ja, hier steht noch eine V112. Habe ich schon mal gezeigt in einem anderen Video. Ja, und hier hinter mir ist jetzt Windpark Hahnweiler mit den D-Wind D6. Da sind sie. Und auf der Anlage hier war ich sogar schon mal drauf. Die hatte ich auch schon mal in einem anderen Video gezeigt. Ah, ich liebe die Dinger. Ich hoffe, die bleiben echt noch ein bisschen stehen. Die haben halt auch die schöne Tagesbefeuerung. Ja, hier verläuft gerade die Landesgrenze. Die 2 D-Wind hier stehen gerade noch so in Rheinland-Pfalz und die E82 hier steht dann schon im Saarland. Und ja, hier die V136 und die S77 auch. Ja, genug gelabert, jetzt fahre ich mal zur V136 hin. So, jetzt stehe ich hier unterhalb von der Vestas V136. Ich finde das Teil echt immer wieder gigantisch mit dem 166 Meter Turm. Und den LDST finde ich auch echt immer super. Also mit der flaschenförmigen Form. Echt cool. Die neuen Inventos haben den ja teilweise auch. Aber da geht ja die Tendenz jetzt eher Richtung Max Bögel. Bisschen schade. Aber ja, vielleicht ist er dann halt nicht stabil genug für die großen Anlagen. Aber für die V150 der 4 Megawatt Plattform gibt es ihn ja auch. Auch schön das Vestas Logo drauf. Ja, baugleiche Anlage zu den Anlagen hier drüben in Freisen-Mühlenberg. Da war ich ja auch schon mal. Da stehen auch 2 V136 mit 166 Meter Nabenhöhe.
und zweimal die V112. Gibt es auch ein Video auf meinem Kanal. Ja, und hier unten stand dann irgendwo die andere S70. Gibt auch ein Video von mir, wo man sie noch sieht, wie sie laufen. Hier haben sie aber echt ganz schön nochmal ausgehoben. Ganz schön viel Aushub liegt hier rum. Teilweise auch noch die Reste des alten Fundaments. Haben sie jetzt noch gar nicht abgefahren. Aber ja, ist klar, wenn man von S70 auf V136 repowert, braucht man halt schon deutlich mehr Platz. Kommt jetzt auch endlich nochmal schön die Sonne raus. Ja, und da hinten nochmal schön die zwei D-Wind D6 in Hahnweiler. Noch eine E82. Und da hinten dann die E82 gehören dann schon zu Gimpweiler, Wolfersweiler. Auch schon mal ein Video gemacht. Und ja, da ist jetzt dann die S77, wo dann die E138 hin soll. Schade, dass sie abgebaut wird, aber klar, freut mich natürlich, dass endlich auch mal eine E138 hier in die Region kommt. Gibt es nämlich noch gar nicht. Hinten sieht man auch noch mal die ganzen Anlagen auf der Freisener Höhe. So, der Großteil der Anlagen steht ja da. Ist echt so ein bisschen diesig heute. Man sieht es gar nicht so gut in der Ferne. Ja, aber schon cool, dass hier jetzt noch so ein Riesenteil steht. Wind frischt auch ein bisschen auf. Ja, aber wäre echt mal gespannt, was mit den D-Wind mal passiert. Ich glaube, das könnte etwas eng werden. Höchstens da, wo jetzt die rechte Anlage steht, dass man da irgendwas Neues hinbauen könnte. Aber weiß nicht, ob die dann zu nah an der V136 dran ist. Je nachdem, wie groß die Anlage werden würde. Aber das ist ja noch Zukunftsmusik. Ich hoffe, die D-Wind stehen noch ein bisschen. Jetzt stehe ich nochmal unterm Turm. Glänzt noch richtig schön neu. Ich finde den echt Hammer, den LDST. Will ich auch gerne mal eine große Enventus auf dem sehen. Da ist ein bisschen die Sonne gefilmt, ich hoffe, man erkennt es. Das sieht schon echt geil aus. Geht jetzt nicht super viel Wind heute, aber immerhin sie läuft. Und zum Glück das Wetter jetzt einigermaßen in Ordnung. Im ganzen Regen die letzten Tage. Ja, wenn es richtig stürmisch ist, dann biegen sich die Blätter natürlich richtig geil, aber heute jetzt nicht so doll. Ich finde es schon echt Wahnsinn, was sie hier an Aushub rausgeholt haben. Da hinten sieht man es auch noch so ein bisschen, da sind noch die Überreste von dem alten Fundament, teilweise auch ein bisschen Stahl noch drin. Ich habe eigentlich gedacht, dass sie das so ein bisschen sortieren, bevor sie hier alles hinkippen, aber naja. Ja, werde jetzt mal noch mit der Drohne ein bisschen fliegen und ja, schauen wir jetzt mal noch die S77 an. Wer weiß, wie lange sie noch steht,
Wenn sie dann repowered wird, dann bin ich wahrscheinlich wieder zu spät dran. So, jetzt stehe ich nochmal hier bei der Südwind S77. Die steht hier auch so ein bisschen erhöht auf so einem Betonsockel, habe ich öfters schon mal gesehen. Macht auch gut Umdrehungen heute. Ja, und ich glaube, die wurde etwas später errichtet als die beiden S70, die jetzt schon abgebaut wurden. Aber auch so Anfang der 2000er Jahre. Also die hat auch schon 20 Jahre auf dem Buckel. Und wie bereits erwähnt, also Repowering ist geplant. Hier soll eine E138 mit 160 Meter Nabenhöhe hin. Genehmigung ja, steht noch aus. Weiß auch nicht, woran es liegt. Ja, wird dann aber ganz schön knapp irgendwie vom Platz her, weil die V136 steht halt direkt hier nebendran. Das wird ganz schön eng. Bin ich mal gespannt, wo sie die E138 dann hinstellen. Ob sie die genau hier hinstellen oder vielleicht etwas weiter. Ja, hier geht es jetzt halt runter ins Tal. Also man kann sie eigentlich dann nur hier hinstellen. Gerade mit der Drohne geflogen ist schon echt ein krasser Unterschied zwischen S77 und V136. Sieht schon echt sehr geil aus. Läuft jetzt auch noch mal ein bisschen schneller. Die Blätter biegen sich noch ein bisschen geiler. Drüben ist auch noch mal so ein kleiner Windpark. Namborn ist es, glaube ich. Da steht eine E82 und 4, ich glaube, sind es Fuhrländer. FL MD77. Auch im Saarland. Ja, und hier drüben dann noch mal ein Blick auf Wolfersweiler, Gimpweiler. Da stehen die ganzen E82, E40. Und hinten dran ist dann schon Windpark Weiersbach. Da stehen dann die G-Anlagen, die kleinen 1,5er, E92. Also viele E92, E82 hier in der Region. Ja, würde mich freuen, wenn da jetzt mal noch eine E138 hierher käme. Gerade hat der Wind ganz schön aufgefrischt. Echt ganz schön frisch. Naja, vielleicht das letzte Mal, dass ich jetzt hier unter der Anlage stehe. Vielleicht ist sie dann schon weg, wenn ich das nächste Mal wieder hier bin. Wenn die E138 gebaut wird, werde ich auf jeden Fall dann nochmal vor Ort sein. So, ich habe jetzt hier bei den D-Wind D6 nochmal angehalten. Hier hat man echt nochmal einen schönen Blick auf die zwei. Ja, optisch gefallen mir die echt gut. 91 Meter Nabenhöhe, 1250 kW. 2002 erbaut. Und auf der unteren Anlage war ich sogar schon mal drauf. Ein Bekannter meines Vaters war damals nämlich Bürgermeister hier, als die Anlagen errichtet wurden. Ja, und glaube ich auch echt eine Rarität, die D-Wind hier mit Tagesbefeuerung. Das sieht richtig cool aus. Da sieht man es ein bisschen. Verschwinden leider auch immer mehr die D-Wind-Anlagen. Hersteller gibt es leider auch nicht mehr. Deshalb hoffe ich inständig, dass die beiden hier noch eine Weile hier stehen.
Weiß nicht, ob dann eine größere Anlage zu nah am Ort wäre, ob das dann vom Schall her schwierig werden würde. Oder ob sie dann möglicherweise zu nah an der V112 steht oder der V136. Aber mit der V136 müsste es eigentlich gehen. Die steht hier drüben. Schall könnte eher ein Thema sein. Naja, wollen wir mal hoffen, dass sie noch nicht so schnell wegkommen. Ja, was auch witzig ist, was ich gerade entdeckt habe, so um Weihnachten hatte ich mal ein Video gemacht zu den G-Cypress, den neuen im Windpark Langenbach. Und witzigerweise sieht man die sogar von hier. Damals stand eine Anlage und jetzt sieht man hier beide. Da sind sie. Allerdings noch keine am Laufen. Links die kleinere mit 120 Meter und dann rechts die höhere mit 160 Meter Turm. Witzig, dass man die so von so weit her sieht. Würde ich echt gerne noch mal drauf hier auf die Wind D6. Vielleicht ergibt sich mal wieder eine Möglichkeit. So, zum Abschluss nochmal ein schöner Blick auf Windpark Freisen-Eitzweiler und Hahnweiler. Hier sieht man jetzt nochmal den krassen Größenvergleich. Obwohl die V136 jetzt hinter den D-Wind D6 steht und noch ein bisschen niedriger, überragt die Anlagen schon echt um einiges. Schon krass. Die kleine S77 dann nochmal daneben. Schon gigantisch. Ja, ich werde mich jetzt auf den Rückweg machen. Hab jetzt echt Hunger. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne Kommentare schreiben, wenn ihr mögt. Und ja, dann nochmal schöne Ostern an dieser Stelle. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut.